Barisch-Artig könnte nur den FCM verlassen oder demnächst verlängern. Eine große Frage und eine wichtige Frage für den FCM vor allem, weil das auch die Zukunft vom Verein definitiv bestimmen wird. Er hat sich dazu im Interview geäußert, auch klar geäußert. Ottmar Schork hat darauf auch reagiert. Das seht ihr alles heute hier im Video. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr supporten. Schreibt gerne einen netten Kommentar. All das pusht den Algorithmus und meine Videos. Dankeschön. Ab 99 Cent könnt ihr zudem noch Mitglied werden, um mich noch zusätzlich zu unterstützen. Ja, Barisch-Artig hat ein Statement gesetzt. Auch das ist definitiv klar nach dem, was er gesagt hat. Denn er meint, er entscheidet die Verlängerung nicht selbst, sondern der Verein wird das tun. Auch das ist schon mal klar. Das heißt, seine Zukunft hängt nicht nur von ihm ab, sondern klar vom Verein. Er ist bereit zu verlängern, auch das steht klar. Aber er hat auch gesagt, dass er bestimmte Vereine auch Interesse an ihm haben und er auch noch im Kontakt mit Tietz ist. Da gab es auch noch keinen Anruf oder Nachricht, dass er ihn gerne nach Hannover holen möchte. Auch das ist positiv. Er hat aber mit Tietz ein Vater-Sohn-Verhältnis. Auch das ist relativ klar nach so erfolgreichen Jahren unter Tietz. Auch das muss man klar sagen. Aber auch das ist klar. Artig bekennt sich nämlich klar zum FCM. Und das ist wichtig für uns, denn Artig ist einfach ein Magdeburger. Jung mittlerweile ein bisschen. Und ich glaube, er trägt auch das blau-weiße Blut komplett in sich. Auch das merkt man immer mehr bei den Spielen, auch bei seinem Auftritt. Ja, er hat aber jedoch Bedingungen genannt an Ottmar Schork, beziehungsweise an den Verein. 2 Bedingungen sollen es sein für die Verlängerung, damit er auch diese unterschreibt. Diese sind aber unbekannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch definitiv um ein bisschen Gehalt geht, aber auch vor allem um die Zukunft, denn auch nach dem Fußballerleben folgt dann irgendwas. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt auch schon etwas älter ist und nicht mehr zu den Jüngsten gehört, dass er da auch eine bestimmte Bedingung genannt hat. Mit 30 Jahren will man auch an die Zukunft denken. Wenn er dann beispielsweise einen Vertrag auf 3 Jahre verlängert, dann will er da auch dann sich absichern. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass er dann sagt, jo, ich will gerne danach beim FCM weiterarbeiten. Also zukünftig beispielsweise im Marketing, in der sportlichen Führung, Trainer machen bei der U23 beispielsweise, irgendwie sowas. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Trainer, hat er auch gesagt, kann er sich sehr gut vorstellen, vor allem bei seinem Charakter. Ja, also da wird es sicherlich auch darum gehen. Ich denke mal, es wird das Gehalt, puncto Familie und puncto zukünftige Arbeit sein. Ja, auch das ist möglich. Andere Sachen können es natürlich auch sein. Keine Ahnung, eine Kapitänsbinde will er jetzt nicht unbedingt haben. Auch das hat er gesagt. Er will die Wertschätzung für seine Leistung. Jedoch heißt das nicht, dass er unbedingt die Kapitänsbinde braucht oder die Vizekapitänsbinde. Auch das ist ein klares Statement von ihm. Mal schauen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es weiterhin Reimann sein wird. Der hat ja auch zuletzt beim Testspiel in Zürich weiter das Team angeführt, jedoch gibt es da immer ein bisschen Probleme mit den gelben Karten, nämlich mit dem Vizekapitän, weil der Schiri das auch manchmal nicht versteht und so weiter und so fort. Alles eine komische Regel, aber auch dafür gibt es Lösungen. Ja, er ist wie gesagt bereit, seinen Vertrag zu verlängern. Er hat dazu auch gesagt, jeder weiß, was Sache ist im Verein. Ich werde mich nicht entscheiden. Auch das ist klar, dass Artig dann dementsprechend weitermachen will beim FCM. Und auch Ottmar Schork hat dies zuletzt bestätigt, genau diese Aussagen von Barisch-Artig nach dem Trainingslager im Fazit und hat gesagt, ja, wir sind im Austausch über die Vertragsverlängerung oder auch über mehr. Das muss man sehen. Ich denke mal, Ottmar Schork hat da schon Sicherheit. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man für Barisch-Artig sehr viel bieten würde. Alles Mögliche, was man eigentlich hat, weil er aktuell der absolute Starspieler ist beim FCM mit Martin Karls, was Scorer angeht. Er macht eigentlich jede Saison seine über 10, 20 hat er auch oftmals gemacht. Hat, glaube ich, im Durchschnitt auch ungefähr die 20. Also wirklich macht da ordentliche Leistungen und das sollte man auch würdigen. Auch das stimme ich ihm definitiv zu, dass es so sein sollte. Und das ist bei vielen Vereinen leider nicht der Fall. Ich denke, der FCM hat da mit Ottmar Schork einen Mann sitzen, der da definitiv Ahnung von hat. Auch das sieht man zuletzt bei den Verhandlungen mit Andi Hoti und Dresden. Auch er soll ja bleiben, hat der Ottmar Schork zuletzt gesagt, weil scheinbar man sich nicht einigen konnte, was Ablöse angeht. Und dann wird man da die nächsten Schritte abwarten müssen und schauen, ob Artig dann seinen Vertrag nochmal verlängert. Ich kann mir sehr, sehr gut das vorstellen. Schreibt eure Meinung, wie gesagt, wie immer in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Dankeschön.